Coming Up, Wösch, Sturm und Zebrastreifen. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, wo den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Heute fahren wir mit unserem alten Van Catwiesel in Richtung der Region Campania. Das ist südlich von Lazio und hat eine grosse Stadt, Neapel. Dort fahren wir jetzt hin. Schon weit her begrüßt uns der Vulkan Vesuv. Ihn werden wir noch später sehen. Wir richten uns südlich von Neapel ein und erkunden ein bisschen die Umgebung. Keine Angst, wir wollen hier keine Immobilien kaufen. Das Meer ist auch hier präsent und natürlich die Insel Capri. Jetzt kommt Leben im Bus. Hier ist Teil 6. Ich finde, mein heutiges Müsli ist schon fast YouTube oder Instagram würdig. Eingegitterte Wohnhäuser hat es gehabt, wo wir mit dem Zug Richtung Neapel gefahren sind. Ciao! Siamo a Napoli. Molto bellissimo. Neapel ist rasant, laut, eng, melancholisch, wild und manchmal auch still. Überall sind Balkone behängt mit Wäsche und mit anderen Sachen. Also, wir haben super fein gespissen. Ein Dreigänger und jetzt sind wir mega satt, aber es war super fein. Ich hatte Gnocchi und Rolf hat Spaghetti Frutti di Mare und nachher einen Pulpo, so kleine Tintenfischchen. Die sind aber super lecker. Ja, in diesen kleinen Gässchen ist es, ja, hat sehr viel Cachet, das Ganze. Und wir haben noch eine spannende Untergrundtour durch Neapel können unternehmen. Ja, das war mega cool. Der Untergrund hat 3 verschiedene Funktionen. Zuerst hat man mit dem Material die Stadt gebaut, dann hat er als Wasserversorgung gedient. Und als drittes ist er als Bunker im Zweiten Weltkrieg genutzt worden, wo die Stadt stark bombardiert worden ist. Teilweise war es so schmal, dass wir querlaufen mussten. «Walk like an Egyptian», hat unsere Führerin gesagt. Die einzige Lichtquelle in den Verbindungstunnel waren die Lampen von unseren Handys. Wieder draussen am Tageslicht haben wir uns aufgemacht, um in der Ferne den Hafen zu sehen.
wirklich gut gefallen, aber jetzt tun mir die Füße weh vom vielen Laufen. Aber das Highlight war wirklich das Unterirdische und auch die engen Gassen. Ciao, ciao Napoli. Come to the future! Nein, im Gegenteil. Wir sind nach Pompeji gefahren, zu den Ruinen der alten römischen Stadt. Die sind sehr gut erhalten, weil die Stadt nach dem Ausbruch vom Vulkan Vesuv über viele Jahre unter einer meterhohen Aschenschicht begraben war. Es war imposant, die alten Mauern und Details zu sehen, die über so viele Jahre noch erhalten geblieben sind. Ich gehe jetzt über den römischen Fußgängerstreifen. Das Amphitheater war ein beliebtes Motiv für Selfies. Mit dem Zug ist es wieder zurück Richtung Neapel gegangen. Wir haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Der Gegenzug war immerhin schon da. Und bald sind auch wir zurückgefahren. Das Mal mit einem Bus sind wir auf den Vesuv gefahren. Da kann man die Spuren vom letzten Ausbruch noch ganz gut sehen. Wir sind hier auf dem Vesuv unterwegs und es windet extremst. Ja, man hört sicher jetzt auch im Mikrofon, wie es reinbläst. Aber wir haben eine wunderschöne Aussicht. Sicht ist wow. Auf die Bucht von Neapel. Leben im Bus, da ist der Teil 7. Wir fahren über die Berge. Unser Ziel ist die Amalfiküste.
Durch viele Kurven ist es bergab gegangen. Wir haben der engen Strasse weitergefolgt, an der Amalfiküste entlang. Da geht schön Muskelkater heute Abend. Aber bald hat der Kettwiesel und auch sein Fahrer wieder mal Pause machen und den Ausblick geniessen. Vom Leben im Bus, da ist der Teil 8. Die Keksdose. Zeit für etwas Süßes. Frisch gestärkt ist es weitergegangen. Von der Küste weg sind wir jetzt ins Landesinnere gefahren. Bis nach Volturara, Irpina, einem kleinen Städtchen. Unsere Abendwanderung war wiederum geprägt von viel Wind. Natürlich hat auch die schöne Aussicht nicht fehlen. Coming next. Spezielle Häuser, Adria und Ferien. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Kettwiesel.